Hallo und willkommen in Ralfs Bastelbude. Heute geht es um den Kreuzlinienleser von Dovo, und zwar das Modell P4-360G. Das ist das hier. Da ich hier in meiner Werkstatt keine freie Wand habe, wo ich den Laser mal projizieren lassen kann, werden wir uns mal nach drinnen begeben, und zwar in den Keller. So, da ich ja in der Werkstatt, wie ihr gesehen habt, keine Wand mehr frei habe, um den Kreuzlinienlaser vernünftig präsentieren zu können, habe ich mich hier zurückgezogen in den Keller. Und hier kann ich euch den Dovo P4-360G mal vernünftig zeigen. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Vierfachlaser. Das heißt, ich habe hier unten einen Laser, habe da einen und da einen. Was das Ganze macht, zeige ich euch sofort. Ja, dann erstmal zu den technischen Daten. Das ist ein Klasse 2 Laser mit, jetzt muss ich ein bisschen ablesen, 520 Nanometer Wellenlänge und unter einem Milliwatt, wenn ich das so richtig sehe. Ein grüner Laser übrigens, der Vorteil vom grünen Laser, das werden wir nachher nochmal sehen, ist, dass man einfach besser erkennen kann. Also auch bei hellerem Licht, vielleicht auch bei Tageslicht, sieht man einfach mehr von dem Laser, was er so macht. Er soll auf 30 Meter funktionieren, 300 Lux soll er stark sein von der Lichtleistung her und plus minus 4% kann er selbst ausleveln. Die Genauigkeit liegt bei plus minus 2 mm auf 10 Meter. Das ist eigentlich okay. Das reicht für die normalen Anwendungen. Die Akkus, das sind zwei Akkus dabei, 7,4 Volt, 2600 mAh. Das ist schon ordentlich. Da dürfte er eine ganze Zeit lang funktionieren damit. Ladegerät ist mit dabei, 5 Volt, 2 Ampere. Das ist ein USB-Ladegerät, ja, Standard. Viertel Zoll Montage auf dem Fotostativ auch überhaupt gar kein Problem. Und der IP-Wert liegt bei 54, das heißt also, er ist zwar nicht wasserdicht, aber ja, leicht Spritzwasser geschützt. Die Herstellergarantie liegt bei 2 Jahren und die Garantie auf die Genauigkeit bei sogar 5 Jahren. Das ist schon ganz ordentlich, würde ich sagen. Die Leistung des Lasers liegt bei 90 Milliwatt. Auch wenn das Gerät natürlich in China hergestellt ist, entspricht es der CE-Norm und ist auch groß getestet. Außerdem haben wir hier auch einen grünen Punkt mit drauf. Das heißt also, auch die Verpackungsverordnung ist eingehalten. Der Kreuzlinienlaser kommt in einem richtig schönen Koffer, in so einem Kunststoffkoffer. Und da ist eigentlich alles drin, was man zum Kreuzlinienlasern so braucht. Das heißt also einmal das Gerät selbst natürlich, dann eine Klemme, um es am Stativ zu befestigen, 2 Akkus, einen habe ich bereits jetzt im Gerät drin, das Ladegerät, eine Fernbedienung, das Kabel vom Ladegerät, ein Adapter, um das Gerät eben auch auf verschiedenen Stativen befestigen zu können, eine Sicherheitsbrille, dass man den Laser auch vernünftig sieht. Das gehört zum Ladegerät. Dann hier so ein kleines Podest, was ich hochschrauben kann. Die Bedienungsanleitung, übrigens auch in Deutsch, das ist ganz toll. Und dieses kleine Zielplättchen, wo man den Laser dann einstellen kann entsprechend. Auf die einzelnen Sachen gehen wir jetzt gleich im Detail ein. Der Laser selbst macht einen wirklich guten Eindruck von der Verarbeitung her. Hier ist alles schön, was hier schwarz ist gummiert. Ja, also es macht von der Anmutung her, von der Handhabe, einen guten Eindruck. Hier haben wir das Bedienelement. Da kann ich entsprechend einstellen, ob ich eben nur einen horizontalen oder nur einen vertikalen Laser haben möchte, ob es alles zusammen sein soll, ob es gepulst sein soll. Hier habe ich eine Akkustandsanzeige, also da ist eigentlich alles mit dabei. Hier neben ist dann die mechanische Verriegelung für die Federaufhängung von den Lasern. Das heißt, also, wenn das Gerät sich nicht selbst nivellieren soll, lasse ich das hier auf geschlossen. Also dann wird der Laser arretiert. Das ist interessant, wenn ich zum Beispiel eine Treppe oder sowas bauen will und dafür den Laser eben schräg halten will.
habe ich den Laser in der Nivellierung, dann gleicht er eben aus, wenn er bis zu 4% aus der Waage ist. Kommt er drüber, über die 4%, fängt er an zu piepsen und zu blinken. Ich habe jetzt mal sämtliche Laser hier eingeschaltet und wenn ich, wie gesagt, über die 4% rauskomme, fängt das Gerät an zu blinken und zu piepsen. Wenn ich jetzt hier die Arretierung einschalte, geht er erstmal aus. Dazu müsste ich ihn dann hier wieder einschalten. Und auch da kann ich jetzt wieder alles mit einschalten. Sämtliche Laser eingeschaltet. Und wenn ich ihn jetzt aus der Waage rausbringe, ist überhaupt gar kein Problem. Da kann ich entsprechend dann einstellen für zum Beispiel eine Treppe, eine gerade Linie zu kriegen. Und hier mal der Vergleich zwischen einem roten Laser und einem grünen Laser. Und da sieht man schön an der Wand, dass der grüne Laser viel, viel kräftiger ist. Und das hier jetzt bei dunklen Lichtverhältnissen. Hier sind wir relativ dunkel. Und je heller die Lichtverhältnisse sind, umso schlechter ist dann das Laserlicht sichtbar. Aber grundsätzlich sieht man jetzt hier auch schön, dass die beiden ja sehr akkurat sind. Das heißt, die Senkrechte ist schon ziemlich genau. Und auch bei der Waagrechten sieht es eigentlich sehr ordentlich aus. Wenn man einfach nur Bilder aufhängen will, dann ist man natürlich auch mit so einem einfachen Gerät hier wunderbar bedient. Wenn es aber dann halt darum geht, zum Beispiel Trockenbauwände zu stellen, dann ist man mit einem Kreuzlinienlaser mit Sicherheit besser dran. Beim Bosch Universal Level 3 ist vom Zubehör so ein Stativ hier mit dabei. Da kann ich dann die Höhe einstellen, da kann ich das Gerät ausrichten. Also ein Stativ ist ja wirklich unumgänglich, wenn man mit so einem Kreuzlinienlaser arbeitet. Das ist beim Dovo nicht dabei. Dafür ist hier diese Klammer mit dabei. Mit der Klammer kann man beispielsweise das Gerät am Boden platzieren. Man kann aber auch überall festklammern. Ups, machen wir den mal hier aus. Man kann es überall festklammern, hier mit dieser Klammer, und das ist, die hält wirklich gut. Kann man auch verschieden einstellen von der Höhe her. Zusätzlich ist hier am Boden nochmal ein Stativ, eine Stativbefestigung mit dabei und auch hier vorne nochmal so ein Haken, wo man es eventuell irgendwo einhängen kann. Mit der Klammer kann ich den Kreuzlinienlaser natürlich auch überall befestigen und habe dann damit auch einen festen Halt, zum Beispiel jetzt hier am Gerüst. Super praktisch ist halt auch die Fernbedienung, die dabei ist, denn wenn man das Gerät genau ausgelevelt hat und hier entsprechend eingestellt hat auf die Höhe oder auf die Ausrichtung und man fängt dann an, hier wieder drauf rumzudrücken, ja, dann verstellt man wieder eigentlich alles. Deswegen ist hier so eine Fernbedienung super praktisch. Hier kann ich dann entsprechend das alles über die Fernbedienung ein- und ausschalten, ohne das Gerät berühren zu müssen. Die Klammer kann einiges, also hier kann ich auch zum Beispiel den grundsätzlichen Abstand hier verstellen, indem ich einfach hier das in den Rastern verstelle. Und damit habe ich eigentlich mit der Klammer 1000 Möglichkeiten, die irgendwo zu befestigen. Außerdem lässt sie sich hier nochmal in der Höhe verstellen. Hier kann ich also genau die Höhe einstellen mit dem Rädchen und kann es dann auch hier fixieren. Neben dem Standard Fotoanschluss hier habe ich auch noch zwei verschiedene Gewinde für diverse andere Stative, zum Beispiel für einen Mikrofonständer. Und die sind auch entsprechend mit dabei. Also das heißt, ich kann mit dieser Klammer kann ich wirklich den Kreuzlinienlaser überall befestigen. Ich habe zwar eine Ladeschale für die Akkus, aber ich kann natürlich auch hier mit dem USB-C direkt den Akku im Kreuzlinienlaser laden. Also auch das ist möglich. Kann ich hier wieder schön verschließen mit dem Gummi.
Was an dem USB-C-Anschluss auch noch ganz praktisch ist, ich kann hier entweder eine Powerbank dranhängen oder eben es direkt hier mit Strom versorgen. Und dann kann ich halt auch den ganzen Tag den Laser anlassen. Also hier sieht man, vielleicht sieht man es ja, den roten noch, aber der grüne ist ganz deutlich zu sehen. Und wir haben jetzt hier ja, schon eigentlich am Abend, es ist bedeckt, also hier scheint keine Sonne. Für draußen sind solche Laser grundsätzlich nur bedingt geeignet, aber wenn, dann eher der grüne und nicht der rote. Also jetzt, wenn man hier ganz nah rangeht, dann sieht man es vielleicht auf der Kamera so ein bisschen, dass da auch eine rote Linie ist, aber ja, eher nicht. Also mein Fazit jetzt nach einigen Tagen Testen, das Ding ist gut. Das macht alles, was es soll. Und ich habe jetzt nicht feststellen können, was ein teurerer Laser besser können könnte. Den Dovo gibt es aktuell so für um die 300 Euro rum mit dem ganzen Zubehör und den 2 Akkus. Und ich denke, das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung. Im Hobby-Heimwerker-Bereich ist es vielleicht sogar eine Nummer zu dick. Da tut es dann auch ein etwas einfacheres Gerät. Aber wenn man zum Beispiel gerade am Bauen ist oder so, da muss es kein Profi-Gerät sein. Das Teil ist absolut in Ordnung und das macht gerade Linien. Es macht alles das, was so ein Kreuzlinienlaser halt tun soll. Also mit anderen Worten, gestern war Wasserwaage, heute ist Kreuzlinienlaser. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns demnächst hier wieder sehen in Ralfs Bastelbude.